Einen wunderschönen Willkommen zurück. Willkommen zum heutigen Abend. Zu einer weiteren Runde Sherlock Holmes, The Awakened. Und ich glaube, wir sind gerade in den Sümpfen angekommen. War es nicht New Orleans? Ich glaube ja, ne? Wir gucken mal. Kleinen Moment, der lebt noch. Und ich fand die letzte Session, den letzten Abend, den wir dazu hatten, fand ich ganz schön creepy. Also haben sie sehr schön umgesetzt. Ein paar Sachen sind natürlich ein bisschen oberflächlich, also diese ganzen, also wir werden ja nicht bestraft für unsere Lösungsversuche oder so. Und manchmal sind ein paar Hinweise doch ein bisschen selten. Aber in Anbetracht dessen, was so alles los war und ist, apropos los war und ist, es kommt im Sommer, nur ganz kurz, weil wir gerade bei detektivischen Adventures sind, kommt Hercule Poirot. Der zweite Teil der Neuauflage, also dieser isometrischen Geschichte, mit sehr vielen, sehr gut lesbaren Optimierungen. Also da bin ich gespannt. Mit den kleinen grauen Zellen. Ja, ja. Okay, erstmal Texturen wieder laden. Kleinen Moment. Ja, komm. Ich meine, schön glatt gefegt, sieht auch gut aus, aber komm mal her. How marvelous, Holmes. A city within a city. Indeed, those lanterns are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Oh, ist noch nicht fertig, oder? Ist er jetzt fertig? Ja, jetzt ist er fertig. So. Okay, gut. Ja, Miezekatze. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Wir haben was zum Lesen. Die Bank befindet sich in der Straße oberhalb des Hafens, links am Hafenamt vorbei, gegenüber von Chinatown. War es letztes Mal nicht dunkel oder so? Ist auch egal. Die Bank ist für reguläre Besucher geschlossen. Der Wachmann lässt nur noch Frank Barnaby rein. Stimmt, da waren wir ja. Das ist der Wachmann und wir müssen uns jetzt kümmern, dass wir den Barnaby finden. Ne? Watson. America, Holmes. I never thought I should be so lucky as to visit. Du weißt es doch bestimmt, wo er ist. Could you help me? I'm bone tired, but yes, I'll help you. Die Einheimischen sahen, dass er in Chinatown einen Laden namens Barnaby's Hidden Gems hat. So, Ach, wir sind ja in Chinatown. Da ist ein Salon. Ich gehe mal in den Salon. Okay, die erzählen nichts. Ah, nee, wir können da ja nicht rein. Schade, schade, schade. Hier ist eine Bäckerei. Leider nicht betretbar. Oh, Entschuldigung. Hallo, alles in Ordnung? Help me, please. I'm sorry. You should search for answers somewhere else. Na, das ist aber eine seltsame Romanze hier. Barnaby's Hidden Gems. Ich drück die Daumen. Locked. No one's here. Was? Der Laden sieht irgendwie halb leer aus, oder? Rather unassuming for a jewelry store. Ja. Damn, he at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. Ja, Makrohart kommt auf die Schliche. Lytana kann den Anfang am Anfang dann nachher gucken. Nee, am Ende kann sie den Anfang gucken. Um das wahre Ende dieses Superspiels von gestern mitzukriegen. So, was ist hier los? Are you able to help me? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Die zwei Gentlemen sagten, dass Mr. Barnaby ihnen Geld schuldet. Er ist als Alkoholiker bekannt und betrinkt sich offenbar gerade in einer hiesigen Bar namens Giddy Gator im Kreolenviertel. Er soll einen gelben Hut und einen grünen Jacket zu erkennen sein. Okay. Können wir uns eigentlich jetzt umziehen oder ist es immer noch verboten? Ist immer noch verboten. Hier geht es doch bestimmt zum Kreolenviertel.
So, wo sind wir hier? Das ist Chinatown. Dann ist das hier das Kreolenviertel, wa? Da hinten glaube ich eher weniger. Ich denke mal, hier ist das Kreolenviertel. Wir stehen jetzt mit welchem Blick wohin? Zum Wasser hin. Also wir sind hier, glaube ich, rausgekommen und gucken gerade dahin, wo die Schiffe wachsen. Gucken wir mal ins Kreolenviertel. Giddy Gator. Ich denke mal, es geht hier rein. This place. There's a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. Das könnte das Giddy Gator sein. Also theoretisch kann ich den Fan-Patch liefern. Kann so ja eine Exe-Datei fertig machen, die den Patch umsetzt. Überhaupt kein Ding. Bei 500 MB ist die Datei groß. Also extra eine 500 MB Datei dahin hämmern ist, glaube ich, ein bisschen derbe. Hä? Ach, ja, guck mal, gelbes und so. Barnaby, unconscious but with his eyes open. Gelber Hut. Grüne Jacke. Mr. Barnaby, das Bankhaus Evie Gray lädt Sie herzlich zu einer Auktion um geschlossener Gesellschaft ein. Wir freuen uns, eine Kollektion seltener und außergewöhnlicher schwarzer Opale anbieten zu können. Kontaktieren Sie für weitere Informationen mit unser Personal. Wir würden es sehr begrüßen, Sie mit Ihrem saubersten Anzug und nüchtern in unserem Hause willkommen zu heißen. Sollte es zu einem weiteren unzumutbaren Vorfall kommen, sehen wir es leider gezwungen, Sie von unserer Liste potenzieller Käufer zu entfernen. Ja, okay. Nehmen wir mit und ziehen das selber an, ne? Look, Watson. The two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Switzerland, didn't it? Sure, if you redefine the word worked. You look great, Watson. The guard has myopia, you'll walk right through. Jetzt müssen wir erstmal wieder hinlaufen. Ich gehe mal trotzdem hier lang. Was habt ihr da schon wieder gemacht? Was ist das für Schweinkram? Guck mal, diese Links hier. Eieieiei. Nein. Ich sag doch, Schweinkram. Guck mal, so viel Entengrütze hier. Can I ask you a question? No, I've not heard about that, sorry. Fischerdorf. Oh ja. Lass mich raten, ich muss hier irgendwann hin. Wenn ich hier hin muss. Achso, ich kann ja nicht Q drücken. Für diese spezielle Sicht. Ich glaube, hier ist nichts los. Zumindest jetzt nicht. Das ist die Einladung. Und ja, okay, das ist ja einfach nur das Auktionshaus. Das wissen wir ja, wo es ist. Das sieht schön aus. Haben sie gut getroffen.
Where's my cash, Frank? In the bartender's tip jar? Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Die reagieren auf uns. Aber wenn wir so ein Käufer sind, wie kommt denn das mit der Kohle hier? Also, dass wir die ganzen Edelsteine kaufen können. Where's the money, Barnaby? Oh, oh. I'll wait here so as not to arouse suspicion. Okay. Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Bevor was passiert. Ich weiß immer noch nicht, ob man im Spiel sterben kann oder nicht. Heavens, I never seen gems so big. I simply must have them. Schwarzer Opal, Herkunft aus Reihen, Gewicht 40 Karat. Seltener Edelstein, vermutlich ein Bruchstück von irgendwas, eines auf der Erde eingeschlagenen Meteoriten. Okay. Oder warum auch nicht? Ah, auch wieder Bäcker. Wahrscheinlich das auch. This Ne? might be useful. I'll make a note. Aha, 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 aha. Bankhaus dank folgenden Wohltätern der Stadt, die sich um unser Geldinstitut verdient gemacht haben. Arneson, Atkinson, Carter, Chambers, Clemens, Eagle, Hardnett, Howlett. Dominik Sommer. Das Bankhaus E.W. Gray veranstaltet eine Auktion in geschlossener Gesellschaft und bietet damit Liebhabern von Edelsteinen die Gelegenheit, schwarze Opale zu ersteigern. Die Bank hält sich hinsichtlich der Herkunft dieser seltenen Edelsteine bedeckt. Die Bankangestellte Zoe Clemens bestätigte jedoch die Echtheit der angebotenen Opale. Na, dann muss es stimmen, wenn die das bestätigt. Ja, okay, das sieht gut aus. Die Frau sieht fast aus wie die Barkeeperin im Hafenbereich. Okay, wieder schwarzer Opal. Ich frage sie mal. Morning, sir, and welcome to the yeah. E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. It doesn't say where these stones came from. No provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old Karen. dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Okay. Lass mich raten, wir finden jetzt raus, dass es der Sheriff ist. Großer Filzhut, überdimensioniert. Sheriff Grubb, Machtposition.
Schützenkönig-Auszeichnung ist stolz oder will prahlen. Edler Stoff achtet auf sein Äußeres. Polierte Fingernägel, eitel oder rechtschaffenes Image. Auf Sheriff Grubb trifft der Satz Hunde, die bellen, beißen nicht zu. Ne, beißen nicht zu. Er will den Eindruck erwecken, dass er in New Orleans etwas zu sagen hat, ist aber letztendlich nur ein Rädchen im großen Getriebe der Polizeibehörde. Tatsächlich fühlt er sich in seiner Rolle so unwohl und minderwertig, dass er versucht, seine Unzufriedenheit mit albernen Wettkämpfen, einem modischen Erscheinungsbild und Drohgebärden zu kompensieren. Weiß ich nicht. Er ist ein Exzentriker, der sehr auf sein rechtschaffenes Image und sein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild achtet, inklusive seiner Fingernägel. All dies ist jedoch nur eine Fassade, um sein wahres Naturell zu verbergen. Er ist ein gnadenloser Mensch, der in der städtischen Gemeinschaft viel Macht hat und jedem gefährlich werden kann. Das denke ich auch. Of course I know you, Sheriff. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, 'cause Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Oh. Oh. Wir sind ertappt. Genau, Kleidung durchschaut. Er besteht darauf, dass wir New Orleans morgen verlassen. Dieser Misserfolg hat jedoch auch sein Gutes. Watson muss nicht länger Mr. Barnabys eigentümliche stinkende Kleidung ertragen. Es wird Zeit, zurück zum Schiff zu gehen, die Kleidung zu wechseln, damit Watson nicht Gefahr läuft, mit Mr. Barnaby verwechselt zu werden und dann dessen schlechten Ruf zu spüren zu bekommen. Das haben wir gemacht, okay. Es gelang Watson, verkleidet als Frank Barnaby, den Wachmann zu überlisten und die Bank zu betreten. Eine Bankangestellte sagte, dass die Bank die schwarzen Opale von einem angesehenen Wohltäter der Stadt käuflich erworben hat. Das ist das und hier ist wahrscheinlich einer von den Wohltätern. Ne? Müssen wir Howlett oder so, gucken wir mal. Gut. Dürfen wir jetzt gehen, oder? Mr. Barnaby, were you wanting to submit a bid? Nö. Muss ich? Ich muss kein Gebot geben, ne? Ich hab ja kein Geld mehr. Da hinten kommen wir nicht durch. Nö, nur dann kann ich auch gehen. Don't want to be rude, but even the man upstairs can smell you. Wer? I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. Nicht viel. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Okay. Ey. Der ist einfach durch Sherlock durch. Sherlock ist nicht real. Wir denken immer nur, Sherlock ist real, aber wir stellen uns das nur als Watson vor.
Da hinten ist es, ne? Ey, guck mal! Da ist das Dredgeboot. Ich habe nichts kaputt gemacht. Was soll ich denn kaputt machen? Ah ne, da ist unser Boot. Aber da ist das Dredgeboot. Geil. The pox on the crew. Hä? You know, I think the look actually compliments you. Why bother changing it? Ich bin doch zum Schiff... Achso, hier. Nee. Wo sind meine Klamotten? No, no! Was that your luggage again? I don't understand. We just got it back in order. Wo sind meine Sachen? Sherlock, wo sind meine Sachen? Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Welcome home. Okay, darf ich rauf oder was? Yeah, I did. Ich drück dir die Daumen, Wolf. Das schaffst du. Okay, hier ist nichts weiter. Hier sind Zimmer verfügbar. Ich will ein Zimmer haben. Forget the sheriff. I'm sure it was simply bluster and bloviation. Wo muss ich denn hin? Oder muss ich zum Hafenamt? Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else while I visit the Nymph. Was Lieutenant sagt. So, ich gehe mal hier rauf, ja. Ich bin eingeladen worden. Oh, jetzt sind hier auch mehr Damen. Wer ist sie? Are you able to help me? No, honey. I've heard nothing. Nothing. Hier ist ein Raum. Hier ist ein Raum. Ich muss wahrscheinlich nach oben gehen. Ja. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble.
Ja, ich glaube, das wird schwierig. Wir können das Outfit nicht wechseln. Das ist, hallo? I knew the clothes would fit, but I didn't know how well they'd suit. Oh, war das jetzt ein Komplimente? May I ask you something? I'm so sorry. I can't be of help. Ah, forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Oh, wir haben wieder gewechselt.